Hallo ihr lieben Stiere, hier kommt eure Botschaft fürs Kollektiv der Stiere. Ich lasse die Karten nur springen und ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Was haben wir hier? Die Sense. Ja, hier entschleunigt sich etwas, ihr Lieben. Etwas, was euch gestresst hat oder Unruhe mitgebracht hat, geht hier plötzlich weg. Es kann ja auch sein, dass ihr irgendwie sehr schnell in einer Situation war, die irgendwie Stress ausgelöst hat, und das darf sich hier minimieren. Also Entschleunigung, ruhigere Zeit. Möglicherweise geht es hier um eine Nachricht, eine Konversation, etwas, was euch an die Ohren gekommen ist, das euch beschäftigt. Es kann ja eine Nachricht auch sein, die euch irgendwie beunruhigt hat oder die euch verletzt hat sogar. An sich habt ihr hier in der unterbewussten Ebene das Haus drin. Ne? Hier steht ihr schon, euer Fundament steht, und irgendwie scheint es doch so, als hat euch hier was ein bisschen aus der Bahn gebracht. Was hier auch sein kann, ist, dass ihr irgendwie aus dem Umfeld einen gewissen Stress geliefert kriegt, also etwas, für das ihr gar nichts könnt, oder etwas, das ihr so mit aufgedrückt kriegt, ne? Irgendwas, was euch zu Ohren kommt, Gespräche oder irgendwas, was auch über euch gesagt wird, ein Urteil, eine Verletzung, eine Meinung, die euch hier beschäftigt. Wir haben die Finanzen mit dran. Möglicherweise geht es hier um die Finanzen der Vergangenheit schon. Ja, und hier haben wir auch das Außen für euch. Das Außen, das Umfeld wirkt hier stark auf die Situation ein. An sich seid ihr hier so Fundament getragen, und doch beschäftigt euch irgendetwas, das euch hier aus dem Tritt gebracht hat. Die äußeren Umstände, die sind hier auch noch in der näheren Zeit für euch wirksam. Es kommt darauf an, wie man euch wahrnimmt, wie ihr euch gebt, was ihr von euch zeigt, was ihr zurückhält. Es geht um den annehmenden Teil in euch. Es geht um partnerschaftliche Dinge. Es geht um Geben und Nehmen, Yin und Yang, den männlichen und den weiblichen Part. Möglicherweise habt ihr so das Gefühl, ihr gebt sehr viel in euer Umfeld rein, oder irgendwas ist nicht ausgeglichen in diesem Punkt, was ich investiere und was ich zurückbekomme. Kann hier natürlich mit den Fischen auch auf der emotionalen Ebene sein. Und es geht darum, hier die Herausforderungen ein bisschen anzunehmen. Hier steckt eine größere Lernaufgabe dabei. Für einige von euch kann es auch sein, dass es um so schicksalshafte partnerschaftliche Situationen geht, wo so ein bisschen eine Aufgabe mit dabei ist. Ihr dürft euch hier vielleicht auch mal mehr zeigen, aussprechen, die Worte nach außen bringen, die euch beschäftigen. Etwas teilen mit einem Gegenüber. Ihr habt hier so ein bisschen dieses Ding von, wie kann ich meine Liebe mehr zeigen? Wo kriege ich Liebe gezeigt? Es kann in einer Partnerschaft sein. Wenn du Single bist, hast du hier eine gute Möglichkeit, jemand kennenzulernen. Das kann hier auch jemand sein, der schon in deinem Umfeld ist. Und das kann auch ein gemeinsamer Stress sein, der sich mal so schnell zeigt und den man hier so mit Herausforderungen oder auch, ich sag mal, mit Meinungen, jeder auf seine Art und Weise anders löst. Hier ist so ein bisschen dieses Thema dabei, dass für irgendetwas die Energie fehlt,
Das Fundament in Beziehungen wird abgefragt. Hier kann auch sein, dass sich eine berufliche Situation verändert, ein Vertrag, eine Sache, die verbindlich dann in eine Richtung läuft, wo sie wieder mehr Energie zurückgibt. Kann hier auch sein, ihr habt in der Vergangenheit sehr viel Energie am Beruf gelassen oder ich sag mal euch unterm Wert verkauft. Hier ist auf jeden Fall Lernaufgabe. Wie ist die Selbstliebe? Was gibt mir ein Mensch? Was gebe ich anderen Menschen? Wo halte ich mich vielleicht auch so bedeckt, dass ich gar nichts mehr von mir gebe? Was dann halt auch heißt, ich kann in diesen Punkten, die ich zurückhalte, auch nichts empfangen. So, was haben wir hier? Die Gnade ist für euch rausgehüpft. Gnade ist ein super Zustand, eine gute Sache. Die Karte bringt ja auch mehr Leichtigkeit mit, mehr Inspiration, mehr Verbundenheit, mehr Liebe und Freundlichkeit. Und wenn man im Zustand der Gnade ist, dann ist es schon auch so ein bisschen wie ein Segen von oben. Hier liegt sehr viel innere Größe bei dir, lieber Stier, die du vielleicht nicht nach außen bringst. Das heißt nicht, dass du stur deine Meinung kundtun musst, aber du darfst ja auch bereit sein, Sachen, die im Großen und Ganzen nicht wirklich wichtig für dich sind, wegzulassen. Das darfst du. Ob es den anderen gefällt oder nicht. Und genau das könnte die Herausforderung sein. Also es gibt so vielleicht so Themen, wo du versuchst, jemanden anderem zu gefallen oder dich einzufügen in ein Gefüge, aber du spürst eigentlich innerlich, dass das gar nicht deins ist und dass du dich vielleicht auch nicht erklären möchtest. Die höhere Wahrheit wird hier auch angesprochen. Der Schöpfer kennt die Wahrheit und die Begebenheit. Und trotz allem gibt es auch Momente, das ist so ein gewisses Pendant, bei denen man einfach sehr ehrlich sein muss. Du darfst hier diplomatisch sein, liebevoll und freundlich, entspannen und loslassen. Das Wesen der Gnade, auch gnädig sein zu anderen, entfaltet sich hier bei dir. Und wenn jetzt andere eine andere Meinung haben, dann kannst du ruhig für deine einstehen. Du bist niemandem was schuldig, nur weil du anders denkst. So, möglicherweise steckt ja auch dahinter, wenn ich das oder das sage, dann werde ich nicht geliebt. Ja? Und hier ist die herausfordernde Aufgabe dabei. Das Känguru, die Traumzeit. Hier kommt sehr viel aus deinem Innern vor. Und diese Träume, die sich dir zeigen, die kannst du hier auch mit großen Sprüngen umsetzen. Ja, das Känguru bringt dir so die Aufgabe mit. Das hat wahrscheinlich auch diesen Grund, warum hier das Paar liegt, die Paarkonstellation, dass man so eine Balance findet zwischen innen und außen, dass man in sich hineinhört, aber auch den Augenblick nicht verpasst, wo man sich dann in Bewegung setzen muss, wo man einen Sprung in die richtige Richtung wagt. Und dir wird hier gesagt, du hast vielleicht die Vorstellung, dass wenn du etwas umsetzen willst, dass es dich Energie kostet, aber hier gehst du mit Leichtigkeit und ohne großen Aufwand in deine Träume rein. Also das ist nichts, was du dir nicht realisieren kannst. Es kann auch sein, hier spricht jemand gegen deine Träume. Ne? Es gibt ja die Leute, die sagen, ach, lass das lieber, das bringt doch nichts und so. Dass das dein Zwiespalt ist. Jetzt hast du hier das magische Schlüsselloch. Hier bist du auf der richtigen Spur. Hier scheint schon die Sonne durch. Man hat die richtige Intuition. Man entdeckt etwas gänzlich Neues für sich oder findet eine Lösung. Wunderbar. Ihr lieben Stiere, ich wünsche euch eine super Zeit.
Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.